diesem Video gebe ich Ihnen einen kleinen Einblick in den Alltag einer 24-Stunden-Assistenz. So lernen Sie den Berufszweig individuelle Schwerstbehindertenassistenz, auch ISA genannt, kennen. Der Einfachheit halber verwende ich im gesamten Text ausschließlich die weibliche Form. Es ist dabei weder meine Absicht, männliche Pflegekräfte zu diskriminieren, noch den Eindruck zu erwecken, Arbeit in der Pflege sei Frauensache. Eine ISA ist eine persönliche 24-Stunden-Assistenz. Das heißt, eine Assistenzgeberin ist rund um die Uhr in der Nähe, um der Person mit dem Handicap zu assistieren. Ähnlich wie in dem Film Ziemlich beste Freunde. Eine 24-Stunden-Assistenz bekommt nicht jeder Mensch mit einer Körperbehinderung. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel muss man den Pflegegrad 5 haben. Um die 24-Stunden-Assistenz besser erklären zu können, unterscheide ich im Folgenden zwischen Assistenznehmerin und Assistenzgeberin. Assistenznehmerin ist der Mensch mit der Behinderung und Assistenzgeberin die Unterstützung leistende Person. Die Assistenzgeberin ersetzt der Assistenznehmerin ihre Hände. Das heißt, Assistenzgeberinnen übernehmen alle Handgriffe, die die assistenznehmende Person nicht selbst kann. Dazu gehören unter anderem auch pflegerische Tätigkeiten, wie sie hier in diesem Video zu sehen sind. Assistenzgeberinnen sind bei einem Pflegedienst oder bei der assistenznehmenden Person direkt unter Vertrag. In beiden Fällen ist die Assistenznehmerin die direkte Vorgesetzte ihrer Assistenzgeberinnen. Wenn die Assistenzgeberinnen bei einer Assistenznehmerin direkt angestellt sind, wurde das Arbeitgebermodell beim Kostenträger beantragt. In diesem Falle erhält die Assistenznehmerin das Geld vom Kostenträger und bezahlt damit die bei ihr angestellten Assistenzgeberinnen. Ich habe mit dem Arbeiter-Samariter-Bund ASB Würzburg einen Pflegevertrag abgeschlossen. Meine Assistenzgeberinnen sind also Angestellte des ASB. Ich suche sie mir aber selbst und der ASB Würzburg nimmt sie dann für mich unter Vertrag. Folglich erhält in diesem Falle auch der ASB das Geld des Kostenträgers. Die Assistenzgeberinnen arbeiten in Blockdiensten zwischen 24 und 168 Stunden am Stück, in Einzelfällen sogar länger. Ich persönlich halte nur 24 oder 48 Stunden am Stück für machbar. Alles andere ist in meinen Augen für alle Beteiligten zu anstrengend und belastend. Im März 2020 musste eine Assistenzgeberin wegen einem Corona-Fall in meinem Team 120 Stunden, 5 Tage am Stück bei mir bleiben, um mir zu assistieren. Zum Glück schwingen wir beide gleich und haben das Beste aus der Situation gemacht. Aber nach den 5 Tagen waren unsere Akkus leer. Meine Assistenzgeberinnen haben von den 24 Stunden 4 Stunden Pause und können in der Nacht ebenfalls schlafen. Wenn alles erledigt ist und ich am Computer sitze, haben meine Assistenzkräfte Freizeit, müssen sich aber abrufbereit in der Nähe aufhalten. Diesen Beruf kann im Prinzip jeder machen. Es ist keine Ausbildung nötig. Die Assistenznehmerin bringt einer neuen Assistenzgeberin jeden Handgriff eigenverantwortlich bei. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich und benötigt individuelle Hilfe. Da ich keine Fachkräfte benötige, erhalten meine Assistenzgeberinnen auch nicht den Lohn gelernter Pflegefachkräfte. Dennoch können meine Assistenzgeberinnen in der Regel gut mit ihrem Lohn leben, zumal im Notfall Zeit für eine geringfügige Nebenbeschäftigung bleibt. Während der Arbeitszeit müssen meine Assistenzgeberinnen in der Lage sein, ihr eigenes Leben zurückzulassen und stattdessen mein Leben zu teilen. Ihre privaten Belange müssen warten, bis sie wieder in ihrem eigenen Leben sind. Je nach privater Situation kann das entspannend oder eine Belastung sein. Meine Assistenzgeberinnen sollten keine Berührungsängste, Spaß an der Arbeit und auch am Lachen haben. Es ist für mich wichtig, dass sie ruhig arbeiten können und nicht nervös oder hektisch werden. Es ist notwendig, dass sie einfühlsam, verständnisvoll, teamfähig und verlässlich sind. Natürlich muss die Chemie zwischen Assistenznehmerin und Assistenzgeberin stimmen. Sonst ist eine lange Zusammenarbeit nicht möglich. Das Arbeitsverhältnis mit meinen Assistenzgeberinnen halte ich am liebsten auf einer freundschaftlichen Ebene. Es muss aber immer jedem bewusst sein, dass ich der Chef bin.
Falls Sie genauer wissen wollen, welche Aufgaben eine 24-Stunden-Assistenzkraft bei mir hat, dann finden Sie auf meinem YouTube-Kanal detaillierte Videos dazu.